Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder Marvin und heute ist mein 4. Vlog. Ja, müsste der 4. sein. Und es tut mir echt leid, dass ich zurzeit so wenig normale Vlogs mache, weil die Saison startet, mehr oder weniger, also die neue Saison startet. Ich bin ja feier eigentlich das ganze Jahr durch, wenn es das Wetter gibt. Und zu Saisonstart macht man natürlich immer wieder die grundlegenden Sachen. Man richtet sein Motorrad her. Deswegen habe ich im letzten Vlog schon einen Ölwechsel gemacht. Dann kam bei mir leider noch dazu, dass meine Bremsleitungen echt marode waren. Also ich hatte den Druckpunkt, war wirklich gut, der Druckpunkt. Aber die Gummileitungen waren scheinbar schon seit dem das Moped gebaut worden ist drauf, Baujahr 93. Und die Anschlussstücken unten an den Bremssätteln waren echt marode. Also war es klar, ich muss über kurz lang die Leitungen tauschen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe wunderschöne neue Leitungen dran. Und in diesem Vlog oder in diesem How-To zeige ich euch, wie man die Bremsleitungen wechselt. Ich habe sie nur vorne gewechselt, weil hinten hatte ich schon Stahlflex. Aber prinzipiell ist es das Gleiche. Es ist das Gleiche, ob ihr 1 oder 2 Bremssättel vorne dran habt. Das ist egal. Der einzige Haken ist ABS-Systeme. Ich muss dazu sagen, bei ABS-Systemen, wenn man die Bremsflüssigkeit tauscht, ist es kein Problem, da man es einfach oben durchpumpen kann und solange keine Luft drin ist, funktioniert das auch gut. Wenn man aber die Leitungen abmacht und die Bremsflüssigkeit komplett raussaugt, dann muss man aufpassen. Also dieser How-To gilt nur für Vor-ABS-Bikes. Für ABS-Bikes bitte zum Händler gehen. Oder ihr habt, es gibt eine Steuersoftware, wo man dann diesen ABS-Block, diese Steuereinheit, wo man die aufmachen kann. Was man nicht machen muss, sonst kriegt man die Luft da nicht raus. Also wenn ihr diese Steuerung habt, dann könnt ihr diesen Block nutzen. Allerdings wer ein ABS-System hat und diesen Steuerblock hat, der braucht so ein Auto eigentlich nicht. Das Wichtigste vorneweg, es ist die Bremse. Ich meine, vor allem die Vorderradbremse ist die wichtigste Bremse überhaupt. Die wichtigste von beiden. Und da müsst ihr euch sicher sein, wenn ihr euch hintraut. Ich sag mal, ein YouTube-Video gucken, da kriegt man so das Grundverständnis, was man machen muss. Es ist echt eine feine Sache. Aber wenn ihr euch unsicher seid oder wenn ihr noch nie an der Bremse rumgeschaut habt, sucht euch vielleicht einen Kumpel, der schon mal gemacht hat. Einfach nur, dass ihr eine helfende Hand habt und wenn ihr es doch alleine machen wollt und ihr kommt irgendwo nicht weiter, dann sucht euch Hilfe. Also nicht mit einer nicht funktionierenden Bremse ohne Druckpunkt in der Gegend rumollern, weil das kann echt gefährlich werden. Kurzer Check, was man alles braucht. Leitungen und Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit muss dem Typ eures Motorradherstellers entsprechen, da man die nicht miteinander mischen kann, die verschiedenen Typen. Dann Dichtungen. Ich habe mir 2 Packungen bestellt, einfach zur Sicherheit, ein paar extra. Ein Tuch, um übergelaufene Bremsflüssigkeit aufzuwischen, dann eine Vakuumpumpe, die man allerdings auch durch eine Spritze ersetzen kann aus der Apotheke, ist aber recht anstrengend. Bier für die Pausen dazwischen, noch ein Bier, falls die Pausen länger dauert und falls wirklich was schief geht, ein drittes. Bevor wir anfangen, müssen wir natürlich die alte Bremsflüssigkeit aus dem System rauskriegen. Dazu schauen wir den Deckel ab. Und passt hier gleich auf, weil ich habe natürlich auch schon gekleckert. Bremsflüssigkeit ist extrem aggressiv und löst den Lack auf. Also wenn ihr Bremsflüssigkeit verschüttet, direkt aufwischen. Wenn ihr die über Nacht auf dem Lack lasst, löst es sich früh auf. Dann sauge ich erstmal die alte Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Ich nehme hierzu die Vakuumpumpe. Wie gesagt, eine Spritze tut es auch. Dann müssen wir natürlich noch die Bremsflüssigkeit aus den Leitungen rausziehen. Man kann die Leitungen einfach abschrauben und auslaufen lassen, ist aber immer ein wenig eine Sauerei. Also schließe ich hier meine Vakuumpumpe an und ziehe einfach kurz die Bremsflüssigkeit aus den Leitungen raus. Wie gesagt, man kann es auch mit der Spritze machen, ist aber sehr langwierig. Wenn man einmal eine Bremsleitung entlüftet hat mit der Spritze, will man nie wieder ohne diese Vakuumpumpen arbeiten. Dann natürlich die Leitungen abbauen und die Benchoschrauben sauber machen, damit ihr wiederverwendet. Meine waren etwas dreckig, ich habe es mit einer Messingbürste sauber gemacht und mit Druckluft ausgeblasen. Schaut einfach drauf, dass die optisch wieder gut ausschauen. Ich musste leider feststellen, hier
dass mein Fairing ab muss, um die obere Bremsleitung zu tauschen. Sehr ärgerlich, nimmt eine Menge Zeit weg, aber ich mache das hier jetzt kurz im Schnelldurchlauf, wie ihr seht. Okay, ich habe jetzt die neuen Bremsleitungen, die alten Bremsleitungen schon weg, jetzt kommen gleich die neuen ran. Wichtig ist, ihr braucht pro Anschluss 2 Dichtungen. Eine oberhalb der Bremsleitung, eine unterhalb der Bremsleitungen. Vergesst da auf keinen Fall eine, sonst wird das System undicht. Ich fixiere die jetzt erstmal nur grob, da ich noch nicht weiß, wie dann die Leitung am Block sitzt, mache ich sie erstmal handfest und ziehe sie später nochmal nach. Weiter geht es mit der oberen. Ihr seht schon, das ist bei mir etwas kompliziert. Hier nochmal schön gesehen die Dichtungen, eine oben, eine unten. Und das Ganze dann gleich festschrauben. Hier oben wird sich von der Position nicht mehr viel ändern, deswegen kann man die gleich festziehen. Beim Hinbauen des unteren Verteilerblocks habe ich leider festgestellt, dass er nicht passt. Da ist eine Bohrung drin, die nicht mit meiner übereinstimmt. Deswegen habe ich kurz mir ein bisschen Edelstahl genommen und habe mir einfach einen Halter gebogen und ausgeschnitten, um die doch noch zu montieren. Für meine Maschine gibt es leider von ProBrake kein Komplettset, deswegen habe ich das so gelöst. Ist aber nur ein kleiner Halter, der den Verteilerblock an sich hält. Da kann man das schon machen. Jetzt, wie man hier sieht, der sitzt jetzt mit einer Extraschraube an einem kleinen Winkel. Vorher hätte er echt direkt hingeschraubt werden müssen, was leider nicht ging. So, nachdem jetzt der komplette Block verbaut ist, kann ich auch alle Leitungen richtig schön festziehen. Achtet auf die Drehmomentangaben vom Hersteller und zieht sie richtig schön fest. Wenn alles festgezogen ist, könnt ihr den Behälter wieder mit Bremsflüssigkeit füllen. Macht auch immer wieder alles sauber, wenn ihr was daneben kleckert, so wie ich hier. Dann schließt ihr eure Vakuumpumpe unten an dem Entlüftungsventil an oder eure Spritze, macht das Ventil auf und fangt das Pumpen an. So lange, bis Flüssigkeit kommt. Wenn ihr den Schlauch abzieht, macht das Ventil wieder zu. Wichtig ist hierbei, dass ihr den Flüssigkeitsbehälter oben im Auge behaltet, dass der nicht leer läuft. Wenn ihr den leer laufen lasst, müsst ihr nochmal lüften. Also oben nachfüllen, unten lüften. Wechselt unten immer mal wieder die Seite, damit ihr auf beiden Seiten gleichmäßig die Flüssigkeit durchgezogen habt. Macht das so lange, bis unten keine Luft mehr durchkommt. Ihr seht es am Schlauch, wenn da nur noch Flüssigkeit durchkommt, seid ihr fertig. Danach könnt ihr unten beide Ventile zumachen und ihr solltet oben einen Druckpunkt haben, wie man hier schön sehen kann. Zieht den Hebel nicht bis zum Griff, wenn ihr den Druckpunkt sucht, da ihr sonst die Gummimanschette des Bremszylinders kaputt machen könnt. Dann füllt den Behälter nochmal auf bis zur Markierung, schließt ihn und macht nochmal alles sauber. Schnappt euch jetzt einen Kabelbinder und fixiert den Bremsgriff am Druckpunkt. So seht ihr, ob noch irgendwo eine Leckage ist und lasst das Ganze über Nacht stehen. Es waren dann auch letzte Luftblasen nach oben und ihr könnt sicher sein, dass das System dicht ist. So, wenn ihr dann die Bremsleitung getauscht habt und ihr seid locker vor der Garage mal hin und her gerollt und ihr merkt, die Bremsleitung fühlt sich gut an, der Druckpunkt ist gut, er hat über Nacht gehalten, der Druckpunkt, dann seid ihr jetzt echt bereit für eine Probefahrt. Tut bei der ersten Probefahrt ein bisschen vorsichtig, bis ihr merkt, so die Bremse funktioniert, so die ersten 10 Kilometer einfach noch ein Auge offen auf die Bremse, auf den Flüssigkeitsstand. Ich habe hier dieses Sichtfenster und man sieht es nicht schwappen. Also der ist auf jeden Fall voll, Bremse funktioniert gut, Druckpunkt ist da. Und das war es eigentlich. Da habt ihr euch wieder eine Menge Geld gespart. Ich meine, so Bremsleitungstausch wird, ich schätze mal, 2 Arbeitsstunden dauern. Wenn man professionelles Equipment hat, geht es wesentlich schneller. Aber 2 Stunden kann man schon rechnen. Das spart euch 2 Arbeitsstunden. Das ist immer eine feine Sache. Und wie gesagt, ihr lernt euer Moped besser kennen. Ich bin ein Riesenfan von Sachen selber zu machen, wenn man es kann. Und genau, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Haut in die Kommentare rein, was ihr so macht. Macht ihr alles selber? Wo sind eure Limits? Da ein Fußgänger. Wo sind eure Limits am Motorrad? Und habt ihr dieses Jahr schon neue Bremsflüssigkeit rein oder Bremsleitungen verbaut? Haut in die Kommentare. Wenn euch dieser Channel bis jetzt gefallen hat, dann klickt auf Abonnieren und lasst natürlich wie immer ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Servus.